Marie-Sophie, Sisis Schwester, eine Frau, die ein Königreich verliert und zur Legende wird. Mit 17 Königin in Neapel, mit 19 kämpfend auf den Mauern von Gaeta, mit dem Gewehr in der Hand und nur wenige Jahre später eine Frau im Exil. Das ist die tragische Geschichte von Marie-Sophie, Königin beider Sizilien. Marie-Sophie Amalie, Herzogin in Bayern, wird am 4. Oktober 1841 auf Schloss Possenhofen geboren. Ihr Vater Herzog Maximilian Joseph in Bayern, ihre Mutter Prinzessin Lodovica von Bayern. In Possenhofen jener Ort, der auch die Kindheit ihrer Schwester Sissi prägt, später bekannt als Kaiserin Elisabeth. Marie wächst nicht in strenger Hofetikette auf, sondern zwischen See, Wald und Freiheit. Zeitgenossen beschreiben sie früh als außergewöhnlich schön. Große, dunkle Augen, ein oft melancholischer Blick. Gemeinsam mit Elisabeth gilt sie später als eine der großen Schönheiten ihrer Epoche. Doch Marie-Sophie ist mehr als das. Sie ist klug, eigenwillig, temperamentvoll und für ihre Zeit ungewöhnlich unabhängig. Marie-Sophie wächst in einer großen Geschwisterschar auf. Neben Elisabeth gehört auch Helene dazu, die spätere Fürstin von Thurn und Taxis, und Sophie Charlotte, später Herzogin von Alençon. Besonders eng ist Maries Beziehung zu einer anderen Schwester, Mathilde. Sie wird fast genau 2 Jahre nach ihr geboren, ebenfalls in Possenhofen. Ein zartes Kind, von der Mutter liebevoll Spatz genannt. Marie und Mathilde sind unzertrennlich, schon als Kinder und dann für ein Leben lang. Prendiamo questa strada qui, possiamo evitare le guarnigioni papali. È troppo rischioso, Giovanni. Dobbiamo prima assicurarci l'appoggio dei Savoia. Il tempo stringe. Während Marie heranwächst, verändert sich Europa. Revolutionen haben das Jahrhundert geprägt. Nationalbewegungen entstehen, vor allem in Italien. Die Halbinsel ist zersplittert, in Königreiche, Herzogtümer, in einen Kirchenstaat. Im Norden Piemont-Sardinien, im Süden das alte Königreich beider Sizilien. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wächst dort der Wunsch nach Einigung. Und mit ihm entfachen Konflikte, denn jede Einigung bedeutet Machtverlust für die bestehenden Herrscherhäuser. Maestà, la situazione a Palermo è critica. Die Bourbonen herrschen im Süden Italiens, doch ihre Herrschaft ist umstritten. König Ferdinando II. Geht brutal gegen Aufstände vor. Er lässt die Stadt Messina bombardieren. Im Volk erhält er einen Namen: Rebomba. Der Hass wächst. 1856 folgt ein Attentat. Ein eigener Soldat greift den König an. Ferdinando überlebt und regiert danach noch härter. Für seinen Sohn Kronprinz Francesco sucht man eine Gemahlin, politisch sinnvoll, dynastisch klug. Die Verbindung zu Österreich soll gestärkt werden. Der Blick fällt auf Bayern, auf Marie. Francesco ist 5 Jahre älter, sehr fromm, still. Herzogin Lodovica reagiert zurückhaltend. Sie möchte den zukünftigen Schwiegersohn sehen. Doch jeder Versuch scheitert. Erst im Dezember 1857 trifft ein Porträt des Kronprinzen in Possenhofen ein. Lodovica trennt sich nur schwer von ihren Töchtern. Ein besonderer Umstand verschafft Aufschub. Marie hat ihre erste Menstruation noch nicht. Die Heiratsverhandlungen werden verzögert. Dann gibt es keinen Grund mehr zu warten. Kurz vor Weihnachten 1858 überreicht der neapolitanische Gesandte in München die offizielle Brautwerbung. Die Entscheidung ist gefallen. Am 8. Januar findet die Trauung statt, in der Allerheiligen Hofkirche. Nicht mit dem Bräutigam, sondern in Abwesenheit. Eine Stellvertreterhochzeit, damals üblich. Marie ist 17 Jahre alt und geht eine Ehe ein, ohne ihrem Mann je persönlich begegnet zu sein.
Auch der Abschied ist hart. Sie darf niemanden mitnehmen. Nur 2 Kanarienvögel bleiben ihr, als Erinnerung an Bayern. Der Weg über Süditalien beginnt in München, führt weiter über Wien, weiter nach Triest, von dort geht es per Schiff nach Bari. Hier betritt Marie zum ersten Mal neapolitanischen Boden. Ein Land, das bald ihre Heimat sein soll. Ein Land, das sie nicht kennt. Nur einen Tag nach der Ankunft findet die zweite Trauung statt. Dieses Mal in Anwesenheit ihres Mannes, Kronprinz Francesco. Die ersten Tage in Neapel stehen unter einem dunklen Zeichen. 7 Tage nach Maries Ankunft sterben 2 junge Frauen aus der Verwandtschaft an Typhus. Der Schock sitzt tief und schnell findet man eine Schuldige. Die junge Königin aus Bayern, fremd, neu, unbekannt, für viele Neapolitaner ein schlechtes Omen, eine Unglücksbringerin. Nur 4 Monate später folgt der nächste Schicksalsschlag. König Ferdinando II. Stirbt. Die Macht wechselt abrupt. Aus dem Kronprinzen wird ein König, aus Marie eine Königin. Francesco II. Übernimmt die Krone. An seiner Seite Marie. Sie ist gerade einmal 17 Jahre alt, kaum angekommen, kaum vorbereitet und plötzlich Königin eines Reiches, das bereits im Wanken ist. Kaum ein Jahr sitzen Francesco und Marie auf dem Thron, da bricht die Krise über sie herein. Im Mai 1860 landet Giuseppe Garibaldi auf Sizilien mit einer freiwilligen Armee, dem sogenannten Zug der 1000. Sein Ziel die Einigung Italiens, sein Erfolg Schnelligkeit, alles passiert unerwartet. Innerhalb kürzester Zeit gerät das Königreich beider Sizilien ins Wanken. Städte fallen, Teile des Militärs laufen über. Das System zerbricht. Als Garibaldis Truppen sich Neapel nähern, bleibt keine Wahl. Francesco und Marie verlassen die Hauptstadt. Sie ziehen nach Norden. Ihr Ziel die Festung Gaeta, ein letzter militärischer Rückzugsort. Von Gaeta aus sendet das Königspaar einen Hilferuf nach dem anderen, nach Wien zum Kaiser von Österreich. Doch Franz Josef I. kann nicht eingreifen. Erst ein Jahr zuvor hatte den Krieg in Oberitalien verloren, gegen Sardinien, Piemont und dessen Verbündete. Die Lombardei ist gefallen. Ein weiterer Krieg wäre zu riskant. Die Festung wird beschossen, bombardiert, eingeschlossen. Hunger breitet sich aus. Seuchenfolgen. Die Lage wird Tag für Tag verzweifelter. Francesco denkt an Aufgeben, an Exil. Marie nicht. Marie entscheidet zu bleiben. Sie organisiert Vorräte, versorgt Verwundete, spricht mit Soldaten, ermutigt sie. Schließlich steht sie selbst auf den Zinnen der Festung mit einem Gewehr in der Hand. Eine junge Königin mitten im Krieg. Doch der Widerstand hält nicht ewig. Lebensmittel werden knapp. Typhus bricht aus. Die Verteidigung wird unmöglich. Am 13. Februar 1861 unterzeichnet Francesco die Kapitulation. Einen Tag später verlassen er und Marie die Festung. Mit den wenigen, die ihnen geblieben sind. Ein Dampfschiff bringt sie nach Rom. In Rom findet sie Schutz beim Papst, doch ihr Königreich existiert nicht mehr. Wenige Wochen nach dem Fall von Gaeta wird in Turin ein neuer König ausgerufen. Der Herrscher von Sardinien-Piemont wird König von Italien. In Rom fällt die Anspannung von Marie ab. Die Monate der Belagerung liegen hinter ihr.
Sie ist blass, dünn, ausgezehrt. Bei der Audienz mit Papst Pius fließen Tränen, viele Tränen. Doch sie ist nicht allein. Ihre Schwester Mathilde kommt nach Rom. Sie heiratet den Grafen von Trani, einen Bruder des abgesetzten Königs. Die Schwestern sind wieder vereint, wie damals in Possenhofen. Das Leben in Rom ist schwierig, Marie ist berühmt, zu berühmt. Sie wird zum Gesicht eines gestürzten Königshauses. Alle Kräfte, die eine Rückkehr der Bourbonen verhindern wollen, richten sich nun gegen sie. Gerüchte entstehen. Sogar gefälschte Nacktbilder werden verbreitet. Marie weiß, wie viele Feinde sie hat. Sie schreibt es selbst in einem Brief nach München. Marie bleibt in der Öffentlichkeit sichtbar, selbstbewusst, unangepasst. Sie reitet durch Rom, fährt abends über den Korso, raucht, lenkt Kutschen selbst. Die Öffentlichkeit beobachtet jede Bewegung. Ein Historiker notiert in seinem Tagebuch, dass sie sich der Menge zu sehr aussetzte. Marie testet Grenzen. Ihr Mut, der sie einst stark gemacht hat, wird nun zu Gefahr. Sie wird leichtsinnig. Knapp ein Jahr nach ihrer Ankunft reist Marie plötzlich nach Bayern mit Mathilde und deren Ehemann. In München sucht sie sofort den Familienarzt auf. Die Diagnose: sie ist schwanger. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch nicht in dieser Situation, denn Francesco war bisher nicht in der Lage gewesen, die Ehe körperlich zu vollziehen. Marie erwartet ein Kind von einem anderen Mann. Nun zählt nur noch eines: keine Spuren hinterlassen, Akten verschwinden. Nach heutiger Forschung gilt der belgische Offizier im päpstlichen Dienst, Emmanuel Lavallès, als wahrscheinlicher Vater. Im Familienkreis beginnen Krisensitzungen, in Possenhofen. Sogar Kaiser Franz Josef erscheint. Nach außen spricht man von Erschöpfung, von den Folgen der Belagerung von Gaeta. Marie wird zur Kur geschickt. Weitere Beratungen folgen, in Passau und in Traunstein. Anfang Oktober 1862 reist Marie nach Augsburg, zu ihrem Bruder Ludwig. Dort zieht sie sich in das Kloster St. Ursula zurück. Nach heutiger Forschung bringt sie dort am 24. November 1862 eine Tochter zur Welt, Mathilde Marie Sophie Henriette Elisabeth Luise, mit dem Spitznamen Daisy. Das Kind wird sofort getauft und verschwindet aus den Quellen. Es wächst bei Pflegeeltern auf, unter anderem Namen. Marie bleibt 2 Monate im Kloster. Beim Abschied beschenkt sie die Ordensfrauen großzügig. Auch der bayerische König zeigt sich erkenntlich. Danach zieht sie sich auf Schloss Biederstein zurück, ein Besitz ihrer Mutter Ludovica. Noch in Augsburg beginnen Gespräche. Das Ziel: eine Versöhnung. Francesco ist bereit zu verzeihen. Marie stimmt schließlich zu. Im April 1863 kehrt sie nach Rom zurück, zu ihrem Mann ins Exil. Francesco zeigt, dass ihm die Ehe wichtig ist. Er unterzieht sich einer Operation. Im Dezember 1869 bekommt das Paar eine Tochter. Sogar Kaiserin Elisabeth reist zur Taufe nach Rom. Doch das Glück dauert nur kurz. Das Kind stirbt nach 3 Monaten. Im selben Jahr verändert ein Krieg die politische Lage. Frankreich kämpft gegen Preußen. Italien nutzt die Gelegenheit. Truppen besetzen den Kirchenstaat. Dem Papst bleibt nur der Vatikan. Francesco hat nie auf seine Ansprüche verzichtet. Doch jetzt ist klar, Rom ist kein sicherer Ort mehr. Das Paar muss erneut gehen. Nach 1870 ist Italien geeint. Die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Neapel verschwindet endgültig. Francesco und Marie richten sich auf ein Leben im Exil ein. Marie kauft Schloss Garatshausen am Starnberger See, nahe Possenhofen, nahe ihrer Familie.
Im Winter lebt das Paar in Paris und Marie bleibt aktiv. Sie widmet sich der Pferdezucht und dem Rennsport, eröffnet einen Laden für exklusive Spitze. Auch Francesco blüht auf, ohne Thron, ohne politische Last. Er wird zum geschätzten Familienmitglied. Beliebt, ruhig, zugewandt. Seine Nichten und Neffen nennen ihn liebevoll Onkel König. Auf keiner Familienfeier fehlt er. 1894 stirbt Francesco im Alter von 58 Jahren am Gardasee. Marie trauert, die Familie trauert und mit ihm endet endgültig die Geschichte eines Königs, der einst ein Reich verlor und im Exil seinen Frieden fand. Gemeinsam mit ihrer Schwester Mathilde zieht Marie-Sophie in den letzten Jahren in das Herzog-Max-Palais nach München. Dort erleben die beiden Schwestern noch einmal Geschichte. Am 5. November 1921 beobachten sie vom Balkon den Trauerzug für das letzte bayerische Königspaar. Ein stiller Abschied von einer Welt, in der sie selbst einst aufgewachsen sind. Auch im hohen Alter bleibt Marie aufmerksam, neugierig, wach. Sie steht am Fenster, beobachtet Straßenkämpfe, Demonstranten, Polizei. Einmal soll sie gesagt haben, sie wolle sehen, ob die Jugend noch den gleichen Mut besitzt wie sie früher. Trotz aller politischen Brüche bleibt ihr Ruf bestehen. Selbst Gegner zollen ihr Respekt. Man nennt sie den strengen kleinen bayerischen Adler und die Soldatenkönigin von Gaeta. Ein Name, der aus einem einzigen Moment entstand, aus einer jungen Frau auf den Mauern einer belagerten Festung. Am 19. Januar 1925 stirbt Marie-Sophie in München im Alter von 83 Jahren. Sie hat ihren Mann um mehr als 3 Jahrzehnte überlebt, hat Kriege gesehen, Revolutionen erlebt, den Untergang von Monarchien. Nur wenige Monate später stirbt auch Mathilde, am 17. Juni 1925. Die unzertrennlichen Schwestern sind so wieder vereint. 2 Leben im Exil und am Ende ein gemeinsamer Abschied von einer Welt, die nicht mehr existierte.